Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Dr. A.P. Ich interessiere mich für die Bereiche Pädagogik, Philosophie und Geschichte. Die Sprache der Nacktheit. Was erzählt uns der menschliche Körper in der Kunst? Nacktheit ist in der Kunstgeschichte niemals nur ästhetisch oder provokant. Der Körper fungiert als Träger von Ideen, Werten und Machtstrukturen seiner Zeit. Er spiegelt religiöse Vorstellungen, kulturelle Identitäten und gesellschaftliche Konflikte wider. In diesem Video begeben wir uns auf eine ikonografische Reise. Wir lesen den nackten Leib als Symbol, als Zeichen und als Spiegel historischer Veränderungen. Hallo und herzlich willkommen. Heute tauchen wir ein in eine, man könnte fast sagen, geheime Geschichte. Es geht um eine der mächtigsten Triebkräfte der Menschheit überhaupt, das Begehren. Und wir schauen uns an, wie die Kunst über Jahrtausende hinweg unsere tiefsten Wünsche, aber auch unsere Ängste und Werte gespiegelt hat. Also, legen wir los. Wir fangen direkt mit einem echten Skandal an. Manets Olympia. Dieses Bild wirft sofort die eine große Frage auf, die uns heute begleiten wird. Was macht den nackten Körper eigentlich zu so einem brisanten Thema? Dafür müssen wir aber erstmal ganz, ganz weit zurück in die Vergangenheit reisen, zu den Ursprüngen. In eine Zeit, in der Sexualität überhaupt nichts mit Tabus zu tun hatte, sondern, tief in spirituellen und überlebenswichtigen Ideen verwurzelt war. Und hier sehen wir einen total faszinierenden Wandel. Schaut mal. Auf der einen Seite haben wir die Venus von Willendorf. Da geht es ganz offensichtlich um Fruchtbarkeit, um rohe Kraft, um das Überleben der Gruppe. Und dann, Jahrtausende später, die griechische Aphrodite. Der Fokus verschiebt sich komplett, weg vom reinen Überleben hin zu einer ästhetischen Verehrung der Form, eingebettet in Mythologie und Schönheit. Ja, und das hier ist ein super Beispiel dafür. In der Antike war Erotik oft Teil von heiligen Ritualen. Man hat Sexualität eben nicht versteckt. Im Gegenteil, sie war eng verbunden mit den Göttern, mit Fruchtbarkeitsriten und dem großen Ganzen, dem Kosmos. Also wirklich weit entfernt von den Tabus, die später kommen sollten. Aber, und das ist der Punkt, diese offene, ja fast schon unschuldige Feier des Körpers, die sollte nicht ewig andauern. Da kam ein dramatischer Wandel im westlichen Denken, der die Darstellung des Körpers für das nächste Jahrtausend komplett auf den Kopf stellen sollte. Ja, fast 1000 Jahre lang hat die Kirche den Ton angegeben. Und in dieser Zeit wurde der nackte Körper zum Symbol für Sünde, für Scham, für alles, was unmoralisch ist. Die offene Feier des Körpers, die wir in der Antike gesehen haben, die wurde sozusagen in den Untergrund gedrängt. Und dieser Kontrast hier, der ist der absolute Wendepunkt. Was für ein Unterschied, oder? Vom deformierten Sünder zum göttlichen Meisterwerk. In der Renaissance, angetrieben vom Humanismus, der den Menschen wieder in den Mittelpunkt stellt, da wurde der Körper wiedergeboren. Künstler wie Michelangelo sahen im nackten Körper eben keine Sünde mehr, sondern den Beweis für die Perfektion der göttlichen Schöpfung. So, und jetzt machen wir einen großen Sprung nach vorne, mitten ins 19. Jahrhundert. Plötzlich gibt's Industrialisierung, die Gesellschaft verändert sich komplett und das schafft eine ganz neue Art von erotischer Kunst. Eine, die real, direkt und unglaublich kontrovers war. Und dieses Zitat von Gustave Courbet bringt die neue Haltung, den Realismus, perfekt auf den Punkt. Es ging nicht mehr um irgendwelche Götter oder idealisierte Mythen, nein, es ging darum, die Welt so zu malen, wie sie wirklich war, mit all ihren Ecken, Kanten und auch ungeschönten Wahrheiten. Der wirkliche Skandal an Olympia war also nicht ihre Nacktheit an sich, es war ihr Blick. Und es war die Tatsache, dass sie eben keine mythische Göttin war. Sie war eine moderne Frau, eine Pariser Prostituierte, die den Betrachter direkt anschaut. Selbstbewusst, fast schon geschäftsmäßig. Sie hat der feinen Gesellschaft damit einen Spiegel vorgehalten und eine Realität gezeigt, die man eigentlich lieber ignorieren wollte. Und dann, Anfang des 20. Jahrhunderts, da passiert wieder was Neues. Die Künstler der Avantgarde, die nutzen Erotik jetzt als regelrechtes Werkzeug, um nicht nur gesellschaftliche Konventionen, sondern auch den menschlichen Geist zu erforschen und alte Traditionen gezielt zu zerlegen. Es ging diesen Bewegungen also nicht nur darum, irgendwie neu zu malen. Nein, sie wollten den Geist befreien. Der Surrealismus hat die Erotik genutzt, um das Unterbewusstsein zu erforschen. Der Dadaismus hat damit die bürgerlichen Werte verspottet.
Und Expressionisten wie Egon Schiele haben eine totale rohe, verletzliche Sexualität gezeigt, die nichts mehr mit Idealisierung zu tun hatte. Es ging immer um eine Form der Befreiung. So, und damit kommen wir auch schon zum letzten Abschnitt unserer Reise. Wir landen in der Gegenwart und schauen uns an, wie der nackte Körper zu einem mächtigen politischen Statement wurde. Ab den 60ern ändert sich nämlich nochmal alles. Der weibliche Akt wird quasi zurückerobert, und zwar als Waffe, um die männliche Dominanz in Frage zu stellen und um für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen. Künstlerinnen haben die Kontrolle über ihre Darstellung zurückgewonnen. Plötzlich geht es beim nackten Körper in der Kunst nicht mehr nur um Schönheit oder Begehren. Er wird zum Mittelpunkt der wichtigsten gesellschaftlichen Debatten. Denken wir nur an Paula Roges Werke, die in Portugal direkten Einfluss auf die öffentliche Meinung zum Thema Abtreibung hatten. Kunst wurde zur Waffe im Kampf für soziale Gerechtigkeit. Und diese Zeitachse hier, die fasst unsere ganze Reise eigentlich perfekt zusammen. Schaut euch das mal an. Von heilig in der Antike zu sündhaft im Mittelalter, dann die Wiedergeburt als Ideal in der Renaissance, die ungeschönte Realität im 19. Jahrhundert und schließlich das Politische in der Moderne. Das zeigt auf einen Blick, was für eine unglaubliche Entwicklung das ist. Und genau mit dieser Frage möchte ich euch zurücklassen. Die Geschichte des Körpers in der Kunst, die ist eine Geschichte der ständigen Neuerfindung. Und jetzt, wo unsere Identität immer digitaler wird, in virtuellen Welten stattfindet, da ist die große offene Frage, wie werden Künstler diesen fundamentalsten Aspekt von uns, unseren Körper und unser Begehren, in Zukunft darstellen? Tja, das bleibt spannend. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, abonniere den Kanal und gib ein Like. Das kostet nichts, hilft aber anderen, diese Inhalte zu finden. Bis zum nächsten Video.